Schön, es schneit im Schwabenländle. Im Schwabenländle mache ich einen Tiny House Workshop von My Tiny House Project. Und das ist zum Beispiel hier so eins, was mir sehr gut gefällt. Schöne kleine Kiste. Ich bin hier, weil das hat jetzt nichts mit Stroh zu tun, aber es hat ganz viel damit zu tun, wie man leben möchte. Welche Dinge im Leben relevant sind, und wenn man in so eine kleine Kiste zieht, dann muss man sich intensiv damit beschäftigen, was im Leben wichtig ist, was einem wichtig ist. Man minimiert sich auf das Wesentliche, vor allem der Haushalt. Tischlerei Bock, die haben es gebaut, gute Leute sind es. Da gehen wir jetzt mal rein. Tada! Das ist wirklich ein putziges Tiny House hier. Das ist ganz schön gemacht. Hier ist die Küche. Diese Wasserbehälter auch ganz simpel gelöst. Ganz einfaches Waschbecken. Staumöglichkeiten. WC ist winzig, aber reicht. Alles, was man braucht. Mit Fenster nach außen. Finde ich cool. Aber es gibt ja auch Vorhänge. Und wenn man das Ding irgendwo, wenn man ein schönes Grundstück hat, dann stört das auch nicht. Jo, klein und kompakt. Der Besitzer, der benutzt das als Freizeitraum quasi, ne? Als Rückzugsort, als Refugium. Da oben ist eine zweite Ebene, da kann man schlafen. Nett hier oben. Die Decken haben wir 1,95 würde ich schätzen. Lichte Raumhöhe. Sowas geht im Wohnungsbau nicht. Aber im Tiny House, da interessiert das ja niemanden. Da misst man, wie groß man ist. Ich bin 1,83. Unterkante vom Träger. Nochmal 10 cm ungefähr. Reicht. Ja, und wenn ich irgendwie hüpfen will, dann mache ich das halt hier in der Mitte. Boah, das wackelt. Ganz geil, viele Fenster, man kann überall rausgucken. Ist knuddelig, ist echt knuddelig. Für mich zum Leben wäre es jetzt, oh, das wäre schon sportlich. Da fehlt es mir einfach ein bisschen Stauraum. Da gibt es jetzt nur hier den Schrank für Kleider und so, aber man hat ja auch noch Zeug irgendwie, ne? Alleine schon Laptop und so. Der Ofen hier ist eigentlich schon fast so groß für so eine kleine Hütte. Die Hälfte würde reichen. Und so ein Tiny House ist schon geil, es hat was. Muss ich schon sagen. Was mir an dieser ganzen Tiny House Bewegung gefällt, ist die Einstellung und die Idee, sein Leben zu reduzieren und sich klar zu werden, was man zum Leben braucht. Und eigentlich ist es gar nicht so viel. Und das ist bei jedem auch anders. Aber eben sich bewusst zu werden, was brauche ich denn wirklich, um ein glückliches Leben zu führen. Und ist es die 80 Quadratmeter Wohnung in der Innenstadt, die ein Drittel von meinem Gehalt frisst? Oder vielleicht sogar noch mehr? Ja? Das wird ja jetzt immer krasser. Oder minimiere ich mich auf einen kleinen Raum? Und das hängt jetzt nicht so sehr mit dem Tiny House zusammen, aber ich wohne auch nur in einem Zimmer. Nachdem ich in einer 90 Quadratmeter Wohnung gewohnt habe, wohne ich jetzt wieder nur in einem Zimmer und teile mir die Wohnung mit einem Kollegen. Quasi wieder eine berufstätigen WG. Ne? Da spart man mal ein bisschen Geld, man hat mehr Zeit. Ich muss nicht voll arbeiten, weil ich meine Wohnung zur Hälfte vermiete. Ja, man gewinnt mehr Lebensqualität, würde ich so sagen. Ja? Mir gefällt es einfach, auf so einem knuddeligen kleinen Raum zu leben. Das ist zu klein, einfach zu klein. Meine Bude, wir werden so bei 24 Quadratmeter landen, denke ich. Wenn ihr so eins haben wollt, jeder hier zur Tischlerei Bock. Die machen das gut.